Wie validiert man die Bedürfnisse und Schmerzpunkte von potenziellen zukünftigen Kunden für sein Startup? Diese Frage haben wir uns im Rahmen einer Neugründung im Fintech-Umfeld gestellt. Für die Aufnahme in einem Startup-Inkubator war es unsere Aufgabe, die Problem Statements der Nutzer, die wir als gegenwärtig betrachtet haben, zu validieren. Wir wollen für Nutzer eine Lösung bauen, die ihre Finanzen zukünftig vollautomatisch optimiert. Dazu ist es wichtig zu verstehen, ob wir überhaupt die richtigen Bedürfnisse adressieren. Sind das wirklich die Probleme der Nutzer, die wir in unserem Problem Statement annehmen? Die einzige Lösung, das herauszufinden, ist, auf die Straße zu gehen und Nutzer zu befragen. Wir haben sie gefragt: Wie gehst du aktuell mit deiner Finanzsituation um? Welche Finanzprodukte hast du in der letzten Zeit erworben? Wie erging es dir dabei und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Wie sieht deine finanzielle Zukunft aus? In 61 durchgeführten Interviews haben wir diese und weitere Fragen unseren Probanden gestellt. Die Herausforderung dabei war: Wie schaffen wir es in relativ kurzer Zeit, diese Daten zu analysieren, Cluster zu bilden und diese mit unseren ursprünglichen Hypothesen abzugleichen? Wie bekommen wir qualitative Interviewdaten in wertvolle Nutzer-Insights transformiert? Da wir als AI-First oder AI-Native Startup antreten, lag der Ansatz klar vor uns. Clustering ist ein KI-Problem, wofür die KI sehr gut einsetzbar ist. Auch mussten die rohen Audioaufnahmen aus den Interviews transkribiert werden, was dank moderner, multimodaler LLMs oder Large Language Models heute sehr leicht geht. Diese LLMs verstehen nicht nur Text, wie etwa aus einer Chat-Eingabe, sondern auch Audiodateien als Eingabeformat. Die Lösung sollte keine aufwendige Softwareentwicklung nach sich ziehen. Wir nutzen heute schon vielerorts No-Code oder Low-Code-Tools, die Workflows unter Einbindung von KIs wunderbar abbilden können. Auch hier nutzte ich den mir bereits vertrauten Stack aus NoCoDB, dem Content Hub, und N8N, der Workflow Engine. Das Ziel war, wie gesagt, festzustellen, inwieweit unsere bestehenden Hypothesen valide sind und ob es uns unbekannte Problemstellungen gibt. Diese galt es letztlich mit unseren ursprünglichen Annahmen zu vergleichen und die neuen Erkenntnisse für den Business Case zu verwerten. Im ersten Schritt mussten wir alle Transkripte auf Basis der Audioaufnahmen erstellen. Damit ein LLM, wie in unserem Fall Gemini 2 Flash, dies zuverlässig erledigen kann, müssen wir längere Interviews erstmal zerschneiden in maximal 15-minütige Häppchen. Wir wollten auch die Timecodes, also die Minuten-Sekunden-Angaben der entsprechenden Stellen im Interview aufgeführt haben. Geht das über eine gewisse Länge hinaus, kommt das LLM etwas ins Stocken und kann das nicht mehr so gut zuordnen. In NoCoDB haben wir dafür eine Tabelle erstellt. Dort lassen sich die Dateien hochladen. Ein Button in der nächsten Spalte kann einen sogenannten Webhook auslösen, das heißt einen Prozess von einer anderen Software, die auf einem ganz anderen Server liegt, starten, der nur darauf hört, mit Daten versorgt zu werden und seine Arbeit zu machen. Bekommt dieser in N8N den Call, also den Aufruf, läuft er los und schickt das Audiofile an unser LLM, Gemini 2 Flash von Google. Wir haben auch einen Prompt hinterlegt, der genauere Anweisungen enthält, wie zum Beispiel die Timecode-Ausgabe. Anschließend soll noch eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs generiert werden, basierend auf unseren 3 Hauptfragen. Die Challenge dabei: die Datenmenge unter 20 Megabyte zu halten und die Aufnahmelänge zu verringern, wozu einige Audiodateien in der Mitte geteilt werden mussten. Das könnte man perspektivisch auch noch automatisieren, was jetzt aber in diesem Umfang nicht notwendig war. Ach ja, und auf Slack habe ich mich benachrichtigen lassen, um immer wieder mal einen Blick in die generierten Transkripte zu werfen, um zu wissen, ob der Prozess erfolgreich läuft. Im Anschluss war es natürlich interessant, die Analyse zu starten für das Clustering. Dabei kamen Cluster raus, die zum Beispiel hießen Misstrauen und Sicherheit, Komplexität und Informationsflut und so weiter. Um zu diesen Clustern zu kommen, habe ich einen Superprompt erstellt, der dem LLM das Eingabeformat und das gewünschte Ausgabeformat vorgibt. Je nach Häufigkeit der Nennung gewisser Schmerzpunkte wollten wir diese Painpoint-Intensität als numerischen Wert speichern. Dazu sollten die stärksten Positionen wie etwa Gefühl der Überforderung oder Wunsch nach Vereinfachung hervorgehoben werden. Auch Interview-Highlights sollten als Zitate für den jeweiligen Cluster herausgestellt werden. Dazu sollten im Cluster die zugrunde liegenden Interviews referenziert werden, anhand ihrer IDs. Dies würde dem späteren Backtesting oder der Validierung dienen. Kurzum, wir wollten gemeinsame Verhaltensweisen und Einstellungen der Nutzer in Bezug auf persönliche Finanzen ermitteln
und die KI sollte dabei auch auf die emotionale Sprache achten. Die Datenstruktur eines solchen Clusters sah dann in etwa folgendermaßen aus. Der Vorteil von NoCoDB sei hier noch einmal erwähnt. Unser zentraler Content Hub erlaubt eine strukturierte Ablage und er bietet uns die Möglichkeit, Automatisierungen anzustoßen und die Ergebnisse wieder zurück in der Tabelle zu speichern. Die nächste Frage, die sich stellte: Wie stellen wir diese Cluster sinnvoll grafisch dar? Ein pragmatischer Ansatz dazu ist, das Datenresultat in eine KI, die User Interfaces bauen kann, zu werfen. Eine solche ist v0.dev. Die Tabelle mit den Clustern hineingeworfen, kam ein Radialdiagramm heraus, das die einzelnen Cluster anzeigt, sowie die jeweilige Pain Point Intensity in Bezug setzt. Eine schöne Visualisierung, die wir zunächst für über 10 Cluster hatten. Unsere ursprünglichen Problem Statements waren jedoch weniger und für eine bessere Vergleichbarkeit haben wir den Zielclusterwert auf 5 bis 7 gesetzt. Damit ergab sich eine gute Basis, um die Ergebnisse besser zu vergleichen. Sie waren besser abgrenzbar voneinander, da sich weniger Überschneidungen bei den Clustern ergaben. Dazu war lediglich eine Anpassung in unserem Prompt von 8 bis 12 Cluster zu 5 bis 7 notwendig. Identifiziere auf Grundlage deiner Analyse distinkte Cluster von Nutzern, die ähnliche Schmerzpunkte und Erfahrungen teilen. Strebe 5 bis 7 Cluster an. Erstelle nicht zu viele hochspezifische Cluster, ziele auf breitere Themen ab. Für die grafische Gestaltung der Seite hatte ich v0dev einfach einen Screenshot von einem Farbschema mitgegeben und es hat die Farben richtig erkannt und auch schön eingesetzt. Diesen ersten Entwurf des User Interfaces habe ich anschließend in Cursor AI eingesetzt. Cursor ist eine Softwareentwicklungsumgebung, die stark KI-getrieben ist. Mit ihr konnte ich innerhalb kürzester Zeit das weitere User Interface bauen. Wir haben hier die Kacheln mit mehr Detailinformationen zu den Clustern und den Vokabeln aus den Interview-Highlights unter die Graphen platziert. Zudem kam mein Kollege Micha auf mich zu und meinte, er hätte gerne auf der linken Seite unsere Cluster aus den ursprünglichen Problem Statements, die gegen die Interviewdaten verifiziert laufen sollten, für die Painpoint-Analyse. Auch das ließ sich schnell umsetzen und dank der KI-Unterstützung in Cursor auch schnell auf dem Dashboard abbilden. Am letzten Tag unserer Analyse sprach Micha dann auch davon, es wäre noch schön, Statistiken zu haben zu den interviewten Personen, also Angaben zu Alter, Geschlecht, digitaler Affinität und Wohnort. Auch beschlossen wir, Personas daraus zu bilden. Man überlege sich, welch ein Aufwand das gewesen wäre, nochmal durch alle Interviewtranskripte zu gehen und all diese Informationen herauszuarbeiten, wenn sie denn vorhanden waren, denn wir haben das von Anfang an nicht abgefragt. Das war ein Learning. Auch mit händischem ChatGPT-Prompting wäre das sehr zeitaufwendig geworden. Also wieder ein neuer Workflow in n8n. Gehe über alle Transkripte, extrahiere die gewünschten Informationen und schreibe sie zurück in unsere Datenbank. Die Challenge hierbei: Für jedes Interview wird eine Anfrage an das LLM gestellt. Bei 61 Interviews sind das in der freien Version erstmal zu viele quasi gleichzeitig gestellte Anfragen für das LLM. Sofern man die maximale Request per Minute oder Request per Day einhält, lässt sich Google Gemini gut über die API kostenfrei nutzen. Bei unseren sensiblen Daten empfiehlt sich aber auf jeden Fall die Bezahlvariante, die immer noch sehr günstig ist und die Daten nicht für das Training von Google-Produkten herangezogen werden dürfen. Ein wichtiger Aspekt, denn if you don't pay for the product, you are the product. Always remember. Also einfach auf Google AI Studio den API-Key registrieren, Billing aktivieren und in die eigenen Prozesse einhängen. Ach, und noch ein weiterer Vorteil von Google Gemini: das enorm hohe Tokenfenster, 1 Million Input-Tokens pro Abfrage, ließ uns für die Clustererstellung die gesamten Interviews in einem Prompt durchfeuern. Mehrere Stunden Audioaufnahmen. Ihr merkt, für diesen Anwendungsfall ist das Google-Modell wirklich hilfreich und nützlich. Letztlich musste also, wie gesagt, eine weitere Seite im Dashboard her für die Statistikausgabe. Also wieder zurück zu Cursor. Dort eine Navigation im Header erstellen lassen. Hierzu nutze ich Claude Sonnet 3.5 fürs Coden, das für mich aktuell beste Modell. Und habe ich schon erwähnt, wie die Daten von NoCoDB in die App kommen? NoCoDB bietet für jede Datenbank oder Tabelle eine Programmierschnittstelle. Ich kann mir hier auch einen API-Schlüssel erstellen, um auf die Daten in NoCoDB programmatisch zugreifen zu können, aus unserem Workflow heraus. In meiner Cursor-Umgebung habe ich mir dann die Verbindung von der Dashboard-App
zu NoCodeDB herstellen lassen. Hier gab es nur kleinste Hakeleien, die wir aber schnell korrigiert hatten. Die Charts hat es wieder wunderbar hinbekommen. Die Größenverhältnisse der Charts zueinander war noch etwas Feintuning, aber auch hier, welch große Hilfe das LLM hierbei bietet. Ohne KI-Unterstützung hätte ich mehrere Tage an einem Dashboard arbeiten müssen. Es wäre sicherlich auch weniger umfangreich und designtechnisch spartanischer dahergekommen. So musste ich kaum Code selbst schreiben. Und die Tabelle unter den Charts gab es auch fast geschenkt. Die Daten lagen ja schon vor. Also einfach prompten, mach mir eine Tabellenkomponente. Rechts hätte ich noch gerne einen Side-Drawer, der bei Klick öffnen soll. Ist noch nicht animiert, animiere das und so weiter. Fertig. Das Ganze wurde dann kurzerhand zu Vercel zum Deployment gegeben, um das Tool mit den Kollegen zu teilen. So ganz öffentlich wollte ich das auch nicht im Netz stehen haben, also hatte ich die KI noch gefragt, ob sie einen simplen Login dafür bauen kann. Das hat sie auch prima hinbekommen. Okay, hier bin ich etwas abgeschweift, aber dieses neue Vibe-Coding muss man als Entwickler wirklich mal erfahren haben. Das ändert vieles. Überhaupt, um heute schnell Probleme zu lösen, Business-Logiken zu bauen und anschließend zu visualisieren. No-Code, Low-Code wird hier definitiv seinen Siegeszug fortsetzen. Vor allem, da es auch den Zugang zu diesen Technologien für Nicht-Coder oder Einsteiger erheblich erleichtert. Aber ich schweife wieder ab. Der Zwischenstand. Wir haben die Audiodateien der Interviews in Text gewandelt. Wir haben die Insights daraus extrahiert, Clusters und Personas herausgearbeitet und jetzt stand noch die Feinanalyse und der Vergleich mit unseren ursprünglich angenommenen Problem Statements aus. Dazu hat unser Team eine super detaillierte Präsentation für die Vorstellung beim Startup Inkubator erstellt. Wir haben diese präsentiert und das Ergebnis, die Adressaten waren voll des Lobes, wie ernst wir die Aufgabe genommen haben. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, in die Tiefe der Ergebnisse abzutauchen und die wirklichen Bedürfnisse und Problemstellungen der Nutzer herauszuarbeiten. Die KI hat uns hierbei super unterstützt und ist ein wertvolles Tool. Die beste Erkenntnis meines Kollegen Micha: Dieser Prozess endet nicht hier, sondern ist erst der Anfang. Passende Lösungen zu bauen, die den Nutzer ins Zentrum aller Bestrebungen setzen, erfordern es, kontinuierlich Befragungen durchzuführen und mit den eigenen Planungen fürs nächste und übernächste MVP abzugleichen, bisherige Ansätze auch mal zu verwerfen und Lösungen neu zu denken. Das war eine lehrreiche Erfahrung für uns und mit unserem User Research System können wir laufend, schnell und kostensparend unsere Lösungen an die Kunden maßgeschneidert anpassen.